Costa Rica, ein Urlaubsparadies zwischen Pazifik und Karibikküste. Im Herzen des Landes liegt die Hauptstadt San José. Und hier mittendrin eine deutsch-belgische Brauerei. Aufgebaut von den Auswanderern Inken und Dieter. Und genau das können sie manchmal selbst kaum glauben. Es ist ein sehr surreales Gefühl. Man realisiert es noch nicht so ganz, oder? Nee, also es war immer ein Traum für mich, eine Brauerei zu haben. Und jetzt haben wir unsere eigene Brauerei und das ist noch immer unglaublich. Die 39-jährige Inken kommt aus Dithmarschen an der Nordsee. Ihr Mann Dieter ist 28 und Belgier. Vor 3 Jahren lernt sich das Paar in Hamburg kennen. Damals haben beide sichere Jobs in großen Firmen und genau darauf keine Lust mehr. Ihr Traum von einer eigenen Brauerei führt sie 2018 nach Costa Rica. Hier brauen sie Craft-Biere, deren Qualität sie penibel überprüfen. Beiden ist Sorgfalt extrem wichtig. Es steht und fällt natürlich alles mit einem guten Produkt. Gerade in so einer Produktion, wenn einer schluderig ist und der andere immer dem anderen hinterherräumen muss, dann glaube ich, wären wir wahrscheinlich nie mehr zusammen. Lange hat das Paar am ersten gemeinsamen Bier getüftelt. Vor einem halben Jahr besuchen wir die Auswanderer das erste Mal. Damals stehen sie kurz vor der Eröffnung der Brauerei. Gemeinsam mit ihrer kostarikanischen Freundin Carolina haben sie ihr Geschäft gegründet und sind regelmäßig auf Ideensuche. Für uns ist ganz wichtig, nicht nur einfach belgisches, deutsches Bier nach Costa Rica zu bringen und das wie einen Stiefel durchzuziehen. Wir wollen die kostarikanische Kultur da integrieren. Und deswegen werden wir sehr, sehr viele Früchte, Kräuter, Pflanzen insgesamt fürs Brauen verwenden. Bei ersten Verkostungen kommen ihre Kreationen gut an. Salut. Die Auswanderer setzen alles auf eine Karte. Sie mieten sich eine riesige Halle für ihre Brauerei, inklusive Barbereich. Investitionskosten umgerechnet 80.000 €, die gesamten Ersparnisse. Ich habe schon viele Nächte schwierig geschlafen, weil ich dachte, oh, soll es gehen? Und natürlich hat man manchmal seine Momente, wo man denkt, oh wow, haben wir uns da zu viel vorgenommen, schaffen wir das alles, aber wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Die beiden bleiben bei ihrem Plan, lassen die Brauanlage einbauen. Im Juni folgt dann die große Eröffnungsfeier, die das Paar für uns mit dem Handy festgehalten hat. Ja, viele Leute sind gekommen, wir sind total happy. Live-Musik von Freunden, sehr cool. Heute, ein halbes Jahr später, sind sie stolz, was sie bislang erreicht haben. Doch an Ausruhen ist noch lange nicht zu denken. Ja, jetzt geht es natürlich um die Wurst. Jetzt haben wir eröffnet und jetzt geht es darum, möglichst schnell profitabel zu werden. Aber ist ebenso, wir sind total neu. Und die Leute müssen natürlich erstmal den Laden kennenlernen, dass sie es dann zu ihrer Stammkneipe am Freitag machen. Immerhin, ein paar Stammkunden gibt es bereits. In ihrer Bar, die direkt neben der Brauerei ist, bieten sie nicht nur frisch gezapftes Bier, sondern auch kleine Häppchen an. Der Mittagstisch ist immer gut besucht. Ich komme öfter her, denn ich mag es, dass die Biere leicht und lecker schmecken. Meiner Ansicht nach ist die Brauerei eine gute Idee, denn in Costa Rica gibt es gerade einen Boom an Kraftbieren. Sie haben durchaus das Potenzial, erfolgreich zu sein. Ein guter Anfang, aber nicht genug. Deshalb machen sich die beiden Gedanken, wie sie ihre Biere noch besser vermarkten können. Beruflich Erfolg zu haben, ist für Inken und Dieter wichtiger denn je. Denn noch etwas hat sich seit unserem Besuch geändert. Die Auswanderer sind jetzt zu dritt. Töchterchen Lara kam fast zeitgleich mit der Eröffnung der Brauerei zur Welt. Es ist super schön, die 2 Töchter zu haben. Die Brauerei und die Laden. Ja, genau. Nee, alles auf einmal war nicht geplant. Wir waren überrascht, wie schnell es geklappt hat, aber ja, so ist es gekommen und wir sind froh, dass sie jetzt da ist, auch wenn es natürlich eine krasse Doppelbelastung ist. Business und Baby, ein Fulltime-Job. Auch zu Hause lässt die Auswanderer die Arbeit nicht los. Buchhaltung ist angesagt. Inkens Stillsessel ist zugleich auch ihr Schreibtischstuhl. Schlafen Mangelware.
kein Zuckerschlecken, aber es ist auch sehr bereichernd, ne? Die kleine Maus hier. Ja, ja. Wir hatten glücklicherweise am Anfang Unterstützung von unseren Eltern. Erst waren meine Eltern da und dann Dieters Mutter, so die ersten 5 Wochen. Mittlerweile sind die Familien abgereist, das Paar wieder auf sich alleine gestellt. Dass Lara so weit weg von ihren Großeltern aufwachsen wird, stimmt Inken manchmal nachdenklich. Aber sie hält viel Kontakt in die Heimat und konzentriert sich auf die positiven Dinge. Das Schöne daran, dass Lara hier in Costa Rica aufwachsen wird, ist, dass sie so multikulturell aufwachsen wird. Also sprich die belgische Kultur von Dieter, von mir die deutsche Kultur, dann die kostarikanische Kultur und natürlich das grandiose Klima. Inken fühlt sich wohl in ihrer neuen Heimat. Das Einzige, was der kleinen Familie noch Sorgen bereitet, ist die Zukunft der Brauerei. Denn um sich auf Dauer halten zu können, müssen sie mehr Umsatz machen und ihr Bier auch in anderen Bars und Geschäften anbieten. Deshalb heißt es heute wieder Klinken putzen. Dieter hofft, dass er den Besitzer dieses Lokals von seinen Bieren überzeugen kann. Die Bar ist auf Craft-Biere spezialisiert und bietet eine große Auswahl. Für mich ist wichtig, dass die Biere eine gute Qualität und etwas Besonderes haben, damit ich sie ins Sortiment aufnehme. Und ich bevorzuge Biere, die hier in der Region hergestellt werden. Passt das Bier der Auswanderer zu den Vorstellungen des Barbesitzers? Von seinem Urteil hängt ab, ob Dieters Kreationen in Zukunft auch hier über den Tresen gehen. Jetzt heißt es Daumen drücken. Mir gefällt die Idee, in dem Bier 3 verschiedene Nationen zu integrieren. Deutschland, Belgien und Costa Rica. Und man merkt, dass sie Ahnung vom Brauen haben. Das Bier ist gut. Ich werde es in meinem Lokal verkaufen. Ein wichtiger Erfolg. Und abends gibt es sogar noch ein Highlight. Bei einem Event ist die Brauerei voll. Für Dieter bedeutet das Bierzapfen im Akkord, während Inken zu Hause auf Lara aufpasst. Also sowieso bin ich stolz auf, was wir schon erreicht haben in so kurzer Zeit. Und wenn viele Leute hier kommen und die sagen mir, dass das Bier das leckerste Bier ist und das freut mich echt und das gibt mir mehr Energie, um jeden Tag so durchzuarbeiten. Heute konnten die Auswanderer wichtige Erfolge verbuchen. Doch ihnen ist klar, sie stehen noch am Anfang eines langen Weges. Ja, wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir ein bisschen mehr Work-Life-Balance haben und das Leben hier sehr genießen können in Costa Rica. Dass der Laden läuft. Auch, dass wir ein Holzfassprogramm haben in Brauereien, das wäre schön. Kleine zu anfangen. Ja, genau. Das ist dieses Traum. Bier im Holzfass reifen zu lassen, was dann nochmal ganz andere Geschmacksdimensionen ermöglicht. Mit ihren Träumen sind Inken und Dieter also noch lange nicht am Ende. Aber ihre größten Träume, die haben sie sich bereits jetzt schon erfüllt.